Das Geheimnis, wie neue Dinge, Neuanfänge auch wirklich erfolgreich erreicht werden können, liegt tatsächlich im Anfang. Leider ist es so, dass viele Menschen an neuen Dingen deswegen scheitern, weil sie wenig Wissen haben darüber, wie Dinge eigentlich wachsen. Das Gute ist, dass das Prinzip, wenn man das mal verstanden hat, super einfach ist. Es geht einfach nur darum, sich dessen bewusst zu werden, sodass unsere Ideen, unsere Sehnsüchte und neuen Projekte oder Dinge, die man einfach im Alltag neu umstellen möchte, auch wirklich erreicht werden. Hallo, mein Name ist Shadi. Willkommen zurück. Hi, my name is Shadi. Welcome or welcome back. There are English subtitles for you. Vor vielen Jahren bei einem Spaziergang habe ich folgendes Wissen von einer meiner größten Lehrerinnen bekommen, und zwar von der Mutter Natur. Ich lerne sehr, sehr viel. Ich habe sehr, sehr viel Wissen von der Natur gelernt, und einer dieser Informationen möchte ich heute sehr, sehr gerne mit euch teilen. Ich finde es immer so viel einfacher, Neues zu verstehen, wenn man einen praktischen Bezug hat. Deswegen möchte ich gern ein Beispiel hernehmen oder zuerst mal ganz viele Beispiele nennen. Es kann sein, ihr habt die Idee oder die Sehnsucht oder den Wunsch, wegzuziehen, einen neuen Job anzufangen, tanzen zu lernen oder fill in the blank. Ihr wisst, was es heißt, sich was Neues vorzunehmen. Was auch immer es ist, was ihr neu machen möchtet, es fängt an mit einer Idee. Ich möchte gern das Beispiel einfach nehmen mit dem Tanzen. Und wie es eben so ist, man hat diesen Impuls oder diese Euphorie und man spricht mit der besten Freundin, mit dem besten Freund, mit der Mama, mit dem Papa, mit dem Onkel, mit der Arbeitskollegin, wie auch immer darüber. Und man spürt eigentlich so eine Freude, und dann teilt man das, und dann ist man irgendwie nicht mehr so euphorisch, man fühlt sich gebremst, unsicher oder oft lässt man die Idee, hat vielleicht größere Zweifel. Was ist passiert? Es ist das passiert, dass man die Idee nicht richtig im Anfang genährt hat. Und was mir die Mutter Natur gelehrt hat, ist, dass Dinge im Außen, also im Außen sage ich jetzt in unserer Realität, so wachsen natürlich wie in der Natur, weil alles ist Natur. Das heißt, wie wachsen Dinge in der Natur? Du hast ein Samenkorn, ein Samen, der eingepflanzt wird oder vielleicht einfach zu Boden fällt und in die Erde fällt, verdeckt ist. Nehmen wir das mal her, diese Idee, also diesen Samenkorn. Ich mache jetzt immer wieder diese Vergleiche, und ich möchte gleich darauf eingehen, dass es wie deine Idee ist. Das heißt, es ist eine Idee, die ist klein, die existiert auf einem ganz, ganz minimalen, auf einer minimalen Ebene, weil sie einfach noch sehr klein ist, noch nicht materialisiert, das heißt noch nicht in der Realität gelebt ist. Und genauso vulnerabel ist sie. Das heißt, geschützt ist sie im Verborgenen. Geschützt ist sie, wenn du sie mal bei dir behältst, diese Idee, und mal dich bedeckt hältst auch und mal wirklich schaust, dass dieser Samen, also diese Idee einfach alles hat, gute Erde. Das heißt, in dem Fall bist du die Erde, in dem Fall bist du der Mensch, der diese Idee in sich trägt, dass du Zuversicht hast und weißt, das möchtest du machen. Und diese Idee darf jetzt mal wachsen. Und zwar in dir. Wie wächst jetzt dieser Same? Ihr kennt sicher diese Videos, wo man so einen Querschnitt sieht von einem Samen, der anfängt zu wurzeln und zu wachsen. Und wohin geht die Energie zuerst? Die Energie geht zuerst in die Tiefe, in die Wurzeln. Das heißt, es geht in die Verankerung von diesen Samen, damit die Pflanze Stabilität hat, um dann nicht nur stehen zu können, sondern auch um die Nährstoffe halt überzubekommen. Und das Gleiche ist mit eurer Idee, die jetzt ja symbolisch das Samenkorn ist, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass diese Idee Stabilität hat, um sich nicht nur gut zu verwurzeln in euch, ja, als Person, die das ja ausführen möchte, diesen Tanzkurs zum Beispiel, und dann auch sich im Außen zeigen kann. Was eben ganz oft passiert ist, dass wir viel zu früh unsere Ideen teilen, und damit meine ich wirklich tatsächlich auch mit Menschen, die uns lieb sind, die wir gern haben, die wir schätzen. Und was dann ganz oft passiert ist, dass man das erzählt und danach eine Demotivation sich einstellt oder man irgendwie unsicher ist. Und was ist dann passiert? Das ist dann wie wenn jemand eben an diese Pflanze
Idee herantritt und dann sagt, ja, na, so wird das nix, ja, also so kann das nichts werden, das ist am ganz falschen Platz, das ist nicht die richtige Zeit, das ist was auch immer für Gedanken da kommen, das kann dazu führen, dass du an Motivation verlierst. Und das Ding ist, es ist eigentlich in den meisten Fällen so, dass Menschen das nie aus einer Böswilligkeit machen, sondern sie beurteilen diese Situation anhand von ihren Erlebnissen, anhand auch von ihren Einschränkungen und Selbstzweifeln oder Glaubenssätzen, dass man sagt, na, in dem Alter brauchst du nicht mehr anfangen zum Tanzen lernen oder wie auch immer. Und deswegen ist es wichtig, es eben am Anfang diese Verankerung braucht, dass du und diese neue Idee eins werdet. Dass du und diese neue Idee euch miteinander anfreundet, das darf wachsen über Tage, Wochen, Monate manchmal sogar, je nachdem wie groß oder wie einschneidend vielleicht auch ein Neubeginn sein kann. Genau, aber diese Phase, wo das eben im Verborgenen ist, sich mal verwurzeln darf, kann unterschiedlich lang dauern. Und in dieser Zeit ist es eben wichtig, dass da auch ein Vertrauen ist und auch eine gewisse Stärke und auch eine gewisse innere Ausrichtung wachsen darf, dass du sagst, okay, ich mache das no matter what, ja, ich möchte es gern machen und ich gebe dem Zeit, dass ich das wirklich so verankern lassen kann in mir, dass ich dann stark genug bin, das im Außen zu teilen. Weil eben in der zweiten Phase, das ist dann die Phase, wo die Pflanze verwurzelt ist und dann, als die Pflanze dann mit den Keimblättern an die Erdoberfläche kommt und auch im Außen ersichtlich ist. Und das ist auch eine sehr schöne Phase, weil da zeigt sich dieses neue Ding, aber es ist nach wie vor sehr vulnerabel. Das heißt, es ist sehr verletzlich und deswegen ist es so wichtig, sich mit Leuten zu verbinden, aber am Anfang vor allem mit den richtigen Menschen. Das heißt, mit Menschen, die diese Sehnsüchte verstehen können. Vielleicht sind es auch Menschen online. Ich finde, da ist Social Media auch ganz toll, dass man seinesgleichen suchen und finden kann und aber auch einfach dadurch, dass man dann diesen Weg anfängt zu gehen, Menschen trifft oder einfach Menschen aufsucht, die Ähnliches erlebt haben und Ähnliches gemacht haben. Und da kann dann auch diese Zuversicht wachsen. Ja, und in dem Kontext möchte ich auch noch dazu mitgeben, dass die Natur mir auf jeden Fall gelehrt hat, wo ein Wille, da ein Weg. Man sieht die unglaublichsten Dinge an unglaublichsten Orten wachsen, wie irgendwelche Pflanzen, die aus dem Beton herauswachsen oder Bäume, die auf riesigen Felsen irgendwie total schief stehen, aber sich irgendwie festhalten und einen Weg gefunden haben, wie sie da sein können und einfach das dann auch machen. Und das finde ich einfach sehr inspirierend, immer wieder, wenn ich so Pflanzen sehe, weil sie einen daran erinnern, dass alles möglich ist, aber ja, diese Verankerung anscheinend ganz, ganz essentiell ist. Und Carl Gustav Jung hat auch noch was sehr Schönes gesagt. Es gibt unterschiedliche Arten des Zitats, aber die Quintessenz ist: Kein Baum kann in den Himmel wachsen, es sei denn, seine Wurzeln reichen bis in die Hölle. Und das kann man natürlich unterschiedlich auslegen. So wie ich es auslege, ist es einfach zu sehen, dass so wie es im Außen ist, sollte es auch im Verborgenen sein. Das heißt, wenn du etwas Neues schaffen möchtest, sollte es gut verwurzelt sein, damit es sich im Außen nicht nur gut zeigen kann, sondern auch eben unterschiedlichen Einflüssen standhalten kann. Ja, es hat mich sehr gefreut, wieder mal über ein spannendes Thema mit euch zu sprechen. Hinterlasst gerne Kommentare, teilt es wieder mit euren Freunden, Freundinnen. Abonniert meinen Kanal, darüber freue ich mich sehr, sehr, sehr. Und bis zum nächsten Mal. Ciao!